Hallo, Hallo. Und Herzlich willkommen bei Campingfieber. Wir sind im Ja. Urlaub und zwar in Südfrankreich an der Côte d'Azur auf dem Campingplatz. Comte du Domaine in Bormes-les-Mimosas. Das ist so grob gesagt zwischen Saint-Tropez und Hyères. Ja, und es ist ein super schöner Platz, der auch sehr groß ist. Insgesamt glaube ich 45 Hektar. Ja. Und wir hatten das Glück, im Mai diesen Jahres hier einen Platz in der ersten Reihe zu bekommen. Hinter uns sieht man das Meer, wunderschön. Und ja, dann stellen wir euch hier in diesem Video den Platz vor und die Umgebung. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Campingfieber. 8 Tage, 7 Nächte Ja. waren wir hier. Und ja, das hier ist der Plan. Das zeigen wir aber später nochmal genauer im Video. Ist ein ziemlich großer Campingplatz, aber zu den Fakten kommen wir dann auch nochmal später. Und ja. Jetzt zeigen wir euch erstmal ein paar Bilder und wünschen euch viel Spaß dabei. Bis später. Das sind die letzten 100 Meter von der Route de Bénin hin zum Campingplatz. Da sieht man auch schon das Eingangsschild. Wir sind in Südfrankreich. Hinter uns seht ihr den Willkommensstein mit den 5 Sternen des Campingplatzes, auf dem wir sind. Und wir zeigen euch jetzt mal so ein bisschen den Eingangsbereich, würde ich sagen. Also wenn man hier ankommt, kommt man auf einen großen Parkplatz an und meldet sich dann in der Rezeption an. Die Kennzeichen der Fahrzeuge werden dann registriert und das im Schrankensystem kann dann einen auch reinlassen, wenn man sich vorher angemeldet hat. So, dann gehe ich hier mal, gehen wir mal ein bisschen rum hier auf dem Gelände. Stelle ich jetzt mal also dann, auf geht's. So, hier, das ist der Eingangsbereich, hier kommt man rein. Und dann ist hier der große Parkplatz, auf dem man dann zunächst einmal das Fahrzeug abstellen muss, weil man sich dann erst einmal in der Rezeption anmelden muss. So, sieht man hier hinten, sieht man schon so ein bisschen die Rezeption hinter den Bäumen versteckt. So, und da vorne ist die Rezeption, da meldet man sich an und danach kann man reinfahren. Am Eingangsbereich gibt es diese große Übersichtskarte des Campingplatzes hier. So, hier ist der Eingangsbereich. Da ist die Rezeption. Und hier sieht man, wie groß der ganze Campingplatz ist, mit den ganzen Stellplätzen nach Kategorien einsortiert. Hier hat man so eine Legende auf der rechten Seite, eine Übersicht, wo was ist. Man bekommt aber auch noch bei der Rezeption auch noch genug Material, um sich hier zurechtzufinden. Und hier ist dann der Strand und hier vorne sind dann die begehrten Plätze der ersten Reihe.
Hier fahren wir vom Parkplatz vor der Rezeption aus los, auf die Schranke hier rechts vom Nachtwächterhäuschen zu. Sobald die Kamera hinter der Schranke das Kfz-Kennzeichen erkennt, geht die Schranke auch auf. Wir mussten jetzt links auf die Avenue du Domaine. Auf der rechten Seite sieht man den Multisportbereich mit Bogenschießen, Fußballfeld, Spielplatz und Basketballplatz. Das Personal am Empfang spricht Deutsch, Englisch und natürlich Französisch. Die Rezeption ist von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Zwischendurch sind auf dem Weg immer wieder Bodenwellen, damit man hier nicht zu schnell fährt. Rechts befindet sich die Bar Oustarou, bei der man Pizza bestellen kann, auch zum Liefern auf seinen Platz. Hier gibt es 1 Stunde pro Tag und Gerät kostenlose Wi-Fi-Nutzung. Ansonsten ist das Internet kostenpflichtig. Für Fußgänger ist der Gehweg zur Sicherheit von der Straße mit diesen Steinklötzen abgetrennt. Hier rechts geht es zum Supermarkt des Platzes und direkt gegenüber ist der Friseur, die Sauna und Hammam. Hier links. Rechts nochmal Supermarkt und Bar, Restaurant du Domaine. Hier gibt es Pizza und Grillhähnchen auch zum Mitnehmen oder zum Liefern lassen auf dem Platz. Dann links der Bazar, wo man internationale und lokale Zeitungen und Zeitschriften sowie Strandartikel wie Luftmatratze etc. und Campingartikel erhält. Links der Blick aufs Meer und man sieht hier auch gut die schönen Pinienbäume und Palmen, die Schatten spenden. Der Platz ist auch nachts beleuchtet, sodass man sich hier auch im Dunkeln gut zurechtfindet, sollte man zum Beispiel nochmal mit dem Hund raus müssen. Hier nochmal eine Übersichtskarte und in regelmäßigen Abständen findet man aufgerollte Schläuche zum Feuerlöschen. Hier dieses rote runde Ding an der Mauer. Jetzt biegen wir links in die Allée de la Plage ab und rechts sind die begehrten Plätze in erster Reihe direkt am Meer.
Und hier rechts steht unser Wohnwagen. Hier sind die Plätze an der Allée des Platanes zu sehen, wenn man vom Meer aus Richtung Rezeption geht. So, jetzt zum Campingplatz noch ein paar Fakten, beziehungsweise erstmal zur Anreise. Wir sind so vom Raum Koblenz aus losgefahren, haben uns die Fahrt aufgeteilt mit einem Zwischenstopp. Ziemlich genau in der Hälfte, hatten also zweimal 570 Kilometer bis zum Ziel mit einer Zwischenübernachtung. Ja. Kann ich nur empfehlen, weil mit Wohnwagen würde man sonst knapp 16 Stunden unterwegs sein. Wir waren zweimal 7,5 Stunden unterwegs. Ja, mit unserem Wohnwagen, wir durften nur 90 fahren, weil wir mit Zugfahrzeug und Wohnwagen über 3,5 Tonnen sind. Genau. Und dann durften wir nur 90 km/h maximal fahren. Ja. Genau. Und in Frankreich muss man aufpassen, viele Blitzer sind da, feste Blitzer, und die sind auch mobil unterwegs, und das ist, glaube ich, in Frankreich um einiges teurer als in Deutschland. Oh, ja, das bringt ja alles nichts. Also von daher muss man schon diese Zeit von 15, 16 Stunden einkalkulieren insgesamt, und wir haben uns das halt aufgeteilt mit einem Zwischenstopp. Zum Campingplatz selber. Großer Campingplatz, hatten wir schon gesagt, 45 Hektar. Ja. Die ganzen Plätze haben wir jetzt nicht gezählt, wie viele das sind, aber es sind viele Sehr Plätze. Viele. Also wer nicht mit Wohnwagen oder Wohnmobil oder Zelt hierher kommen möchte, hat auch die Möglichkeit, in so einem Mobilheim, in so einem Bungalow zu übernachten. Gibt also da auch welche zu mieten, wenn man nur mit dem Pkw hier hinkommen möchte oder sogar mit dem Flieger, wie auch immer. Ich gucke gerade, wo die Mobile Home sind. Wenn man hier auf der Karte ist, Mobile Home, die sind hier in dem Bereich. Hier auch, ne? Da gibt es verschiedene Kategorien auch. Hier sind welche, da sind welche und hier auch. Also in verschiedenen Bereichen auf dem Platz sind diese Mobilheime. Dazu können wir euch nicht so viel zeigen. Die haben wir von außen nur gefilmt, weil wir natürlich mit dem Wohnwagen hier sind. Ja. Der Campingplatz Camp du Domaine, der ist, wie Uwe schon sagte, sehr groß mit 45 Hektar. Ist aber schön terrassenförmig angelegt an so einem bewaldeten Hügel. Man hat also immer Sonne und Schatten oder nur Schatten, nur Sonne, wie man möchte. Man kann sich die Plätze ja hier entsprechend aussuchen. In der Hauptsaison wahrscheinlich nicht mehr so. Da muss man wahrscheinlich nehmen, was übrig bleibt, wenn man nicht vorher rechtzeitig reserviert hat. Ja, das kann man auch noch sagen. Wir haben relativ spät gebucht, weil wir haben den Wohnwagen dieses Jahr erst bekommen und wollten auch erst buchen, wenn wir ihn haben. Wir haben im März, glaube ich, gebucht. Ja, im März haben wir gebucht reserviert. Und haben dann im Mai noch einen Platz direkt in der ersten Reihe am Strand bekommen. Aber es gab auch nur noch ein oder zwei da. Also das war ja, Glück, wobei jetzt auch wieder ein paar frei sind. Es sind jetzt auch keine Feiertage gewesen in dem Zeitraum, wo wir hier waren. Das macht es wahrscheinlich auch nochmal einfacher. Ja. Ich denke mal, wenn man um Feiertage herumfährt, dann wird es auch wieder ein bisschen Ja, also knapper. Am besten ist ja wie immer, am besten so früh wie möglich buchen. Ja. Aber wenn man halt in der Nebensaison ist, Hauptsaison ist hier Juli und August. Mhm. In der Nebensaison, da sind übrigens auch keine Hunde erlaubt für die Hundebesitzer unter den Campern. Mitte Juli halt, bis Mitte August. Ne, genau, in der Hauptsaison keine Hunde. Und in der Zeit muss man dann schon sehr früh buchen, wenn man einen speziellen Platz oder einen speziellen Bereich auf dem Campingplatz haben möchte. Ich denke mal, beim hinteren Bereich wird man vielleicht immer eine Chance haben, was zu bekommen, aber ganz vorne muss man schon ein bisschen früher buchen. Ja. Ja, der Campingplatz hat direkten Strandzugang. Das heißt, auch die Leute, die hier irgendwo im hinteren Bereich campen, die können zu Fuß runter zum Campingplatz eigenen Strand. Das heißt, man muss jetzt nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Man kann hier mit dem Bollerwagen die Straßen runter und sein Strandequipment mitholen. Hier gibt es auch so einen kleinen Bazar, nennt er sich. So einen kleinen Laden, da kann man Zeitschriften, Zeitungen kaufen, Sonnencreme und so kleines Campingzubehör wie Toilettenchemie und was weiß ich, was man alles so braucht, oder Liegestühle. Und jeden Morgen frische Baguettes. Die gibt es in einem Supermarkt um die Ecke. Genau, die gibt es ja auch. Also ist man auch versorgt. Im Supermarkt bekommt man alles für den täglichen Bedarf von Aufschnitt und morgens halt frische Baguettes oder frische französische Brote. Ja. Sehr lecker. Ja, da bekommt man eigentlich alle. Also man müsste eigentlich rein theoretisch den Platz nicht verlassen. man ist hier versorgt.
aber man verlässt natürlich den Platz und schaut sich hier die Orte an. Ja, genau. Ja. Hier gibt es auch so einen Beauty-Spot mit Sauna, Hammam und Friseur. Ist allerdings nur geöffnet, wenn man vorher telefonischen Termin vereinbart. Also da kann man jetzt nicht einfach so hingehen. Ja. Da gibt es eine Telefonnummer und dann steht dann irgendwie, irgendwer freut sich auf ihren Anruf. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir noch in der Vorsaison Ja. sind. Vielleicht ist in der Hauptsaison generell auf. Das können wir auch so nicht sagen. Das kann sein, ja. Dann sportliche Möglichkeiten gibt es hier auch. Auf dem Campingplatz selber gibt es Tennisplätze. Ich weiß jetzt nicht wie viel, 2. Ja, wir sind nur vorbeigefahren. Und die kann man auch nutzen. Ich weiß im Moment nicht, ob die kostenpflichtig waren. Sind kostenpflichtig, okay. Dann gibt es natürlich hier Wassersportmöglichkeiten. Das gehört jetzt nicht direkt zum Campingplatz, sondern hier gehört zu dem Örtchen hier nebenan. Und da kann man dann Wasserski fahren und sich Kanus ausleihen und Boote kann man auch ausleihen. Wir waren hier in dem Örtchen und haben da mal am Hafen geguckt und man kann auch da Motorboote mieten. Es war nicht ganz günstig. Nee. 300, ich glaube ab 350 Euro in und der jetzt kommt Nebensaison. pro Tag. Und der Tag fängt um 9 an und hört um 18 Uhr auf. Also wenn man das möchte, kann man das machen. Man kann auch stundenweise oder für 3 Stündchen oder so einen halben Vormittag oder Nachmittag mieten. Aber es ist eben recht teuer und ja. Aber die Möglichkeiten gibt es. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. Ja, das war es so mit den Fakten zu dem Campingplatz. Uns hat das hier sehr gut gefallen. Ja. Wir empfehlen den Platz auch. Ist auf jeden Fall Wir eine kommen Reise wieder. wert. Wir wollen nächstes Jahr wieder hierher kommen, Ja. weil er einfach super liegt. Zumal jetzt auch das Wetter im Mai super war. Zu Hause waren es, glaube ich, um die 13 Grad und Regen die ganze Zeit. Hier waren es so 24 Grad und Sonne. Ja, Spitze 24 Ja. Grad, ansonsten 20, 21 Ja. Grad. Natürlich hat man in der Vorsaison auch mal das Risiko, dass mal ein Regenschauer aufziehen kann. Oder wie wir das auch hatten, wir mussten dann einmal morgens um 4 Uhr raus. Nicht gut. Aber es war nur einmal, wir mussten um 4 Uhr raus und die Markise einrollen, weil uns die sonst weggeflogen wäre. Es war Das waren 70 km/h pro Stunde Wind. oder genau, wir haben Sturm. am nächsten Tag Also, nachgeguckt und das waren Sturmböen mit bis zu 70 km/h. Das war schon heftig. Vielleicht in der Spitze auch mehr, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall so viel, dass ich... dass wir Angst hatten. Die Markise geht kaputt. Die haben wir dann reingefahren, aber das war auch das einzige Highlight. So. Ansonsten, ja, uns hat das hier sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch haben die Bilder gefallen und weil das so viel ist, machen wir dann auch noch einen zweiten Teil. Ja. Und dann sagen wir erst einmal Tschüss und bis bald. Bis bald. Tschüss.